weapons and many different types of support to Ukraine. NATO also has responsibility to verschiedenster Art wollen wir die Ukraine unterstützen. Seit der Invasion von Russland in der Ukraine haben wir die Stützpunkte an den Grenzen verstärkt. Als ganz klares Zeichen gegenüber Russland, damit Russland weiß, die NATO steht hinter der Ukraine. Wir haben nun diskutiert, wie wir in Zukunft die Ukraine unterstützen können. Und hier wird auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba begrüßt. Kuleba kam eben hier nach Brüssel, um mit den NATO-Außenministern über die aktuelle Lage in der Ukraine zu sprechen. Die Ukraine braucht Waffen, Waffen und Waffen, und zwar Waffen von der NATO. Das Wichtigste ist und das Beste ist aktuell, der Ukraine zu helfen, ist mit vielen Waffen. Der Krieg wird schnell nicht in den nächsten Wochen und Monaten nicht schnell vorbei sein. Aber wir haben demonstriert in den vergangenen Wochen, wie wir kämpfen können und wie wir auch gewinnen können. Die Gewinne, die wir allerdings erzielt haben, sind auch mit massiven Verlusten verbunden. Je mehr Waffen wir in der Ukraine erhalten, desto mehr Leben können geschützt werden und je mehr Städte können dann auch gesichert werden. Die Ukraine soll mit allem unterstützt werden, was möglich ist, aber die heutige Botschaft ist, wir brauchen Waffen, denn die Waffen werden tatsächlich die Menschen hier schützen. Nun startet das Q&A, die sogenannte Question and Answer Runde. Wir haben in der vergangenen Zeit immer massiv über die Waffenlieferungen in die Ukraine diskutiert. Und wir sehen es, dass die Russen mit modernsten Waffen hier kämpfen. Und es ist für die Ukraine eben wichtig, hier auch gegen die Russen aufzustehen. Das Equipment muss hier eben passen. Stoltenberg hat eben auch angeregt, dass die Ukraine mit verschiedensten Arten unterstützt werden soll, eben halt hauptsächlich eben auch mit den Waffen. Die Ukraine braucht eben Waffen. Für die Selbstverteidigung sind die Waffen nötig und auch wichtig und deswegen wird es auch von der NATO Waffenlieferungen in die Ukraine geben. Egal welche Waffe verwendet wird, ist eine wichtige Entscheidung in der Ukraine, um hier uns zu verteidigen. And those countries who are saying we will provide Ukraine with defensive weapons, but we are not in a position to provide them with offensive weapons, they are hypocritical. Die Ukraine fordert eben scharfe, harte Waffen, denn nur mit schwerem Geschütz kann man gegenüber Russland auftreten. Deutschland hat ja seine Meinung geändert, was die Waffenlieferung in die Ukraine anbelangt. Deutschland wollte anfangs keine Waffen in die Ukraine liefern, aber nun hat sich Deutschland dafür entschlossen, dass Deutschland eben auch in die Ukraine Waffen liefert.
Und die Ukraine wird eben auch weiterhin mit dem deutschen Parlament zusammenarbeiten, um hier eben auch weitere Entscheidungen in Berlin zu erzielen. Nun wird über die Sanktionen gesprochen gegenüber Russland. Je mehr Sanktionen gegenüber Russland gesetzt werden, desto glücklicher sind wir. Wir wollen hier weiter mit unseren Partnern in der G7-Region und der Europäischen Union zusammenarbeiten. Wir sind erfolgreich, was die Sanktionen anbelangt, aber wir haben hier nicht einen Erfolg zu 100%. Auch das Öl- und Gasembargo ist absolut wichtig und noch härtere Sanktionen gegenüber russischen Banken soll es geben. Außerdem sollen noch alle Häfen weltweit für Russland geschlossen werden, sagt hier der ukrainische Außenminister Kuleba. We need atrocities like at Bucha to be revealed and to impress and to shock other partners to the extent. Der ukrainische Außenminister zeigt sich eben auch geschockt über das Massaker in Bucha, einem Vorort von Kiew. Wenn eben harte Waffen geliefert werden in die Ukraine, können wir eben mehr Menschen auch vor dem Tod schützen, sagt Kuleba. Welche Waffen benötigt die Ukraine genau, wird hier gefragt? Alle möglichen Waffen, vor allem das harte Geschütz, wird gefordert. You say weapons, weapons, weapons are your priorities today. For you, on a personal note, how difficult will it be when some of the NATO allies tell you that they can't give you some weapons because they don't want to plunge the West into ist a das, wider war was sie heute fordern. Aber was ist, wenn die NATO sagt, wir werden hier keine Waffen liefern? What has changed in the last few days in light of the horrors we've seen? And do you think partners in NATO, their minds will be changed today? Auch die Partnerschaft bezüglich der NATO, was hat sich geändert in den letzten Tagen, wird gefragt. The first one is when you do not want to supply anything, you come up with the argument we don't have to do it because it will pull us or NATO as a whole into the war. Der erste Punkt ist eben, dass die NATO sich eben militärisch nicht auf dem ukrainischen Boden beteiligen möchte, weil eben die Ukraine nicht der NATO angehört. Aber die Ukraine muss in diesem Krieg kämpfen. Deswegen braucht die Ukraine Waffen von der NATO. Auch die Partnerschaft mit Großbritannien wird angesprochen. Großbritannien hat ja bereits in der Vergangenheit die Ukraine unterstützt. Die vergangenen Tage haben gezeigt, wie wichtig es ist, die Ukraine zu unterstützen. Und jede Unterstützung gegenüber der Ukraine muss unterstützt werden. Auch die verschiedensten Typen von Waffen sollen eben hier in den Raum gestellt werden. Die Ukraine kämpft eben nicht mit den härtesten Waffen, die zur Verfügung stehen. Deswegen bedarf es einer Unterstützung der Ukraine. Was wir eben auch gesehen haben, wir brauchen hier eine Unterstützung mit Waffenlieferungen gegenüber der Ukraine und natürlich auch sollen weitere Sanktionen gegenüber Russland gesetzt werden. So kann die NATO die Ukraine unterstützen, aber wichtig ist auch hier Stoltenberg zu betonen, die NATO wird keine Truppen schicken, die in
der Ukrainer am Boden kämpfen werden, weil sonst würde die Situation hier eskalieren. Providing support, but at the same time working hard to prevent escalation of the conflict.